So vertraut und doch irgendwie ganz unbekannt ist diese Reise für mich. Seit meiner Geburt fahre ich mit meiner Familie in dieses eine Eck Europas, welches für die Mehrheit der Menschen ein unbekanntes Gebiet ist. Für viele wirken sie unscheinbar, doch die unberührte Natur und die architektonische Vielfalt der baltischen Staaten sprechen für sich. Zumindest kann ich das von Litauen behaupten. Doch egal wie vertraut mir das Ganze gerade vorkommt, in mir kommen Gefühle hoch, die ich bisher nicht kannte. Vielleicht auch, weil diese Reise doch etwas anders ist. Denn dieses Mal sitzt nicht meine Familie neben mir, sondern meine große Liebe Henry. Wir sitzen nicht in einem Auto, sondern in einem Van, welcher für die kommenden 2 Wochen unser Zuhause sein wird. Und neben mir bereits bekannten Plätzen werden wir mit diesem Van auch unbekannte Orte bereisen. Labas-Ritas, oder wie man hier schon sagen würde, Labadiana, wir haben schon 12 Uhr. Wir sind gut angekommen und ich muss sagen, es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Kaunas. Diese Stadt ist nicht nur mein Zuhause, sie ist auch die Stadt, die zeigt, wie Litauen leibt und lebt. Die meisten Bewohner sind gebürtige Litauer und zeigen sich stolz. Es handelt sich hierbei um die zweitgrößte Stadt Litauens. Hier mündet auch der Fluss Neris in die Memel. Für viele Touristen ist diese Stadt nur eine Durchgangsstation während ihrer Reise durch Litauen. Zu Unrecht. Kunst, Architektur und Geschichte prägen das Bild der Stadt. Vor allem die Altstadt mit dem wunderschönen Rathaus bildet das Herz von Kaunas. Wer einmal durch die Straßen läuft, verliebt sich sofort. Die Strecke war gut, wir haben ca. 16 Stunden gebraucht. Meine Mama dachte, wir brauchen länger mit dem Van, aber nein. Und ja, jetzt haben wir uns hier ein bisschen ausgeruht, weil wir heute Morgen noch ein paar Drohnenaufnahmen in der Stadt gemacht haben. Und jetzt machen wir uns fertig und dann geht's los. Da wir die Stadt schon kennen und ich im kommenden Monat wieder hier sein werde, ist dieses Mal auch unser Aufenthalt nur von kurzer Dauer. Wir wollten aber trotzdem ein paar Eindrücke mitnehmen und vor allem auch meine beiden Omas besuchen. Daher machten wir uns zunächst auf den Weg zur Mutter meines Papas. Gut bewacht von ihrem Wachhund mussten wir erstmal darauf warten, dass sie uns hereinlässt. Ich liebe ihren Garten sehr und ganz stolz zeigte sie uns ihr aktuelles Beet. Selbstverständlich gab es auch etwas zu essen und gestärkt für den Tag konnten wir in die Stadt düsen. Kaunas ist dieses Jahr zur Kulturhauptstadt 2022 benannt worden. In der Stadt ist dadurch immer etwas los und auch wir konnten eine Tanzgruppe bei der Probe beobachten. Hey, die Proben. Ja, dann müssten wir einmal einen Durchlauf jetzt machen. Das wäre nice zu sehen, oder? Wäre nice zu sehen, dass die da sind. Es gibt unglaublich viele großartige Cafés, Bars und Restaurants. Dieses Mal entschlossen wir uns jedoch nur, durch die Altstadt zu schlendern und fuhren direkt weiter zu meiner anderen Oma. Die ersten Schritte im Treppenhaus lassen mich direkt wieder Kind sein. Der Geruch wird mich wohl für immer begleiten. Und jedes Mal, wenn diese Tür aufgeht und ich ihre Freude sehe, schlägt mein Herz ein bisschen schneller. Am liebsten hätte ich sie in den Van gepackt und mitgenommen. Sie hatte mir oftmals gesagt, dass ich mich überall hinfahren lassen soll, damit ich die Welt sehe. Trotzdem bin ich glücklich, dass ich die letzten Jahre hier bei ihr meine Ferien verbringen konnte. Kennst du das Bild noch? Hast du letzten Winter gemacht? Hängt schon da. Nur zu gerne wäre ich bei ihr geblieben, aber auf uns wartete das Abenteuer und deswegen tauchten wir noch an diesem Abend in die Natur Litauens ein. Wir möchten zeigen, wie vielseitig das Baltikum ist und freuen uns, wenn auch du uns bis zum Ende dieser Reise begleitest. Henry bringt uns zum nächsten Stellplatz. Sieht Ersten sozusagen. interessant aus. Sieht auf jeden Fall idyllisch aus, würde ich mal sagen. Wir haben hier jetzt unseren ersten Stellplatz gefunden, haben einen perfekten Sonnenuntergang und stehen hier direkt am Fluss. Karos hat sich schon gemütlich gemacht. So kann man auf jeden Fall chillen. Ich muss sagen. Gerade vom Regen geweckt und haben nicht lange gezögert und sind sofort vom Stellplatz weg, weil es kann gefährlich werden, wenn dieser Weg
super schlammig ist, dann kommen wir da mit unseren Reifen und unserem Getriebe nicht raus. Ja, das Wetter kann hier im Baltikum auch mal nicht so mitspielen. Wir haben Mitte Juli und nach einer Hitzeperiode in den vergangenen Wochen ist das Wetter bei uns eher wechselhaft. Das Ganze änderte aber nichts an unserer guten Stimmung. Wir fahren jetzt noch an der Memel entlang bis nach Jubarkas und dann geht's auf die Autobahn Richtung Ostsee. Wo sind die Gummistiefel? Auf der Suche nach den Gummistiefeln. Sag uns nochmal die Gummistiefel. Da, nee, Quatsch. Da sind aber Schuhe. Ich denke, Kann man machen, ne? falls Gummistiefel. es nochmal mit dem Regen uns überkommt. Gummistiefel muss man auch eigentlich nicht so passend haben, jetzt würde ich mal sagen. Dann nehmen wir die doch mit, oder? Komm mit! Hier in Klaipėda ging es für uns mit der Fähre auf die Halbinsel Litauens, die Kurische Nährung. Die Überfahrt dauert ca. 15 Minuten, gekostet hat uns das 18,30 €. Für die Einfuhr mussten wir nochmal 30 zahlen, das variiert aber auch von Saison zu Saison. Für mich ist diese Insel definitiv ein Must-See. Die Natur bringt einen zum Staunen, es gibt kilometerlange leere Sandstrände, atemberaubende Sanddünen und belebende Kiefernwälder. Dieser Nationalpark gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir fuhren durch die komplette Insel bis zur russischen Grenze in das Städtchen Nida. Ein kleiner Ort mit viel Charme. Die Litauer kommen gerne her, um sich zu erholen. Aber auch Deutsche lieben diesen Ort sehr. Ich hätte tatsächlich gerne einen neuen Bernsteinschmuck. Soll ich dir einen kaufen? Ja, wäre schön, wenn du mir einen kaufst. Hast du Geburtstag oder was? Nee, aber ich bin toll und deine Freundin. Boote, Fischerhäuser und der Geruch nach Räucherfisch aus dem Holzofen prägen das Bild des Städtchens. Natürlich wollten wir auch mal probieren, doch als erstes stand auf dem Speiseplan Gättadorna. Das ist so das Geilste überhaupt in Litauen. Knoblauchbrot auf Deutsch. Ja. Deutschen Kartoffeln bei mir. Wie sehr ich doch diese Spezialitäten vermisst habe. Dennoch war etwas komisch. Ein Blick nach rechts und links lösten Traurigkeit in mir aus. Für diese Saison war wenig los. Der Ukraine-Krieg soll wohl der Grund für viele Urlaubsstornierungen sein. Umso schöner war es für uns, die Einheimischen unterstützen zu können. Wir besorgten uns den besten geräucherten Fisch und ein paar Früchte. Also wir haben jetzt hier noch ein bisschen eingekauft. Henry hat gerade eben meiner Frau so Augen gemacht, dass sie uns jetzt noch ein paar Beeren geschenkt hat. Das war Trick 17. Ich habe extra so. Super, die war super lieb. Ja. Ich habe auch so lieb getan, so ein bisschen litauische Wörter geredet. Ja, Da kann man schmeichelnd immer. Da kann man nichts anderes als einfach Geschenk geben. Mitten im Wald, ne? Ja. Hier ist es doch wohl am schönsten. Neuer Stellplatz. Aufbau. Gummistiefel sind eingeweiht, würde ich sagen. Nice. Meinst du, Was wir können willst du aufbauen? die Hängematte von Thomas, die der mir zum Geburtstag geschenkt hat, eine richtig schöne in beige. Dann zeig mal. I've been walking around, waiting for you to shine. People passing me by. Does it feel like I belong? Trying to keep it alive on this hungry side for a better confirmation. Yeah, I'm heading for the station. I can feel love is real. So, Henry probiert jetzt geräucherten Fisch zum ersten Mal. Boah, mega lecker. Schmeckt gut? Supi.
wieder umdisponiere. Das ist das Wort von Caro, habe ich gelernt. Wie ihr sehen könnt, sitzen wir jetzt hier. Es hat mal wieder angefangen zu regnen. Aber gut, wir haben uns jetzt hier gemütlich gemacht. Wir haben ja auch einen Van dabei. Ja, haben wir gar nicht dran gedacht. Deswegen, essen wir hier weiter. Ich probier mal, okay? Probier, klar. Ich trinke mal. Oh, anders lecker Bier. La Badiana. Dabei ist genug. Wer einen Sonnenaufgang sehen will, muss auch früh aufstehen. Die grauen Wolken des Vortages zogen sich an diesem Morgen schnell auf. Das Licht drang durch sie durch und die aufgehende Sonne tauchte die Panidis-Sanddünen in ein sanftes Gold. Wer dies einmal mit seinen eigenen Augen wahrgenommen hat, wird direkt in den Bann gezogen. Hier auf der Strandseite und es ist so schön, kilometerlanger Strand. Krass. Ein malerischer Kontrast zur Sahara-Landschaft, die tiefblaue Ostsee. Selbst an einem heißen Sommertag lassen sich hier am Strand auch menschenleere Abschnitte finden. Perfekt, um einmal tief einzuatmen, den Wellen beim Schlagen zuzuhören und all seine Gedanken für einen Moment ziehen zu lassen. Heute gibt's Tee zum Frühstück, das war's. Das ist übrigens auch der Teekocher von Thomas wie die Hängematte, Karos Bruder. Den habe ich noch nie, nur nützliches Zeug. noch nie getestet. Aber so geht's. Nochmal. So. Ich wollte selber reinschmeißen. Was litauisch geredet? Ja. Was hast du gesagt? Aschparschukas. Oh, dann hätten die dich noch reingeschmissen. So, das ist unsere Dusche. Da die Pause. Da das Wasser mit einer Pumpe. Läuft. Wie ist die Lage? Feucht. Jetzt wieder richtig angefangen zu schütten. Aber gleich ist wieder vorbei. Flip-Flop Day. Sun is back. Sun is back. Is Jetzt back. können wir hoch zu den Dünen. Let's go back. Die toten oder auch grauen genannten Dünen sind ebenfalls atemberaubende Sanddünen. Sie spiegeln die Geschichte der Halbinsel wider. Vor mehreren hundert Jahren holzten die an der Ernährung lebenden Menschen die Kiefernwälder ab. Doch die Natur rächte sich. Die Dünen begannen zu wandern und begruben mehrere Dörfer unter sich. Wie auch hier, direkt unter uns. Brücke. Richtig cooler Ausblick. Erst als wieder Kiefern gepflanzt wurden und sich ein Waldstreifen bilden konnte, beruhigten sich die Dünen. Und gemeinsam mit den Kiefernwäldern und natürlich auch der Ostsee wurden sie zu einem beeindruckenden Naturphänomen, welches man in vollen Zügen genießen sollte. Dashes, das sind ja aber dann Wurst, Schatz. Nein, was heißt Fisch? Juvis. Juvis. Henry dreht jetzt extra nochmal hier auf der Autobahn, weil er unbedingt nochmal geräucherten Fisch möchte. Und er meint, da hinten gäbe es Lukita Juvis. Juvis. Lukita Juvis. Henry hat tatsächlich richtig gelegen. Hier gibt's geräucherten Fisch. Kann super Litauisch gehen. Ja. Wie viele soll ich holen? So, jetzt gibt's den gekauften Fisch Und noch die Reste. und Reste, weil wir schmeißen nicht weg, ist viel zu lecker. Mal gerade eben an dem Stand hat mir der Mann noch die Blumen geschenkt. Voll lieb. Mega. Nachdem du Trinkgeld gegeben hast. Ja, ich habe ein bisschen mehr Geld da gelassen, trotzdem war der super nett. Der Mann war nett, habt ihr das gehört? Sehr nett. Balanga, der nächste Stopp auf unserer Reise, der Hotspot Litauens.
Hier kommen viele her, um einfach mal ein sonniges Wochenende am Strand zu verbringen, das berühmte Bernsteinmuseum zu besuchen und sich dem bunten Treiben in der Stadt anzuschließen. Definitiv ein Kontrast zum ruhigen Nidda. Auch ich habe hier alle Sommerurlaube meiner Kindheit verbracht und deswegen wollte ich nichts anderes, außer meine Kindheit Revue passieren zu lassen. Für uns ging es daher als erstes zum Strand und ich zeigte Henry meinen Lieblingsstrandabschnitt. Steinkette. Und? Yeah, nice. Ah, Nice, eigentlich. ja, cool, gell? Ja. Die kommt mit. Bin ich Sexy. wieder Litauerin. Gerechtig. Asanavičius Gatve. In dieser Straße spielt sich das Geschehen hauptsächlich ab. Bars, Restaurants, Shops und eine Menge Attraktionen für Jung und Alt. Diese Promenade ist damit zu jeder Tageszeit gut besucht. Läuft man sie bis zum Ende durch, dann gelangt man zu einem traumhaften Steg am Strand. Übrigens kann man hier auch gute Clubs finden, was vor allem die jungen Leute herzieht. Wir sind an diesem Abend aber einfach auf der Suche nach einem leckeren Cocktail und dem litauischen Nationalgericht Cepelinai. Schlagen wir uns auf. Oh, mega gut. Sag mal noch was Litauisches. Die neuen Wörter habe ich bestimmt nicht so drin. Also wir haben hier jetzt einen richtig nicen Cocktail getrunken. Die Mische in Litauen ist halt ein bisschen anders als in Deutschland. Richtiger Litauer hier. Tut es weh oder was? Litauisches Nationalgericht. Das ist eine Kartoffelhülle mit Fleisch drin. Jetzt muss ich probieren und mir sagen, ob es so gut ist wie bei der Mama. Schwierig, aber teste. So, Oh, nice. das kann auch. Super. Der Base kann auch. Ich finde das so krass, dass Kartoffeln so eine Konsistenz haben können. Von der Morgensonne geweckt, verabschiedeten wir uns auch schon wieder von Palanga. Ein Abschied hier bedeutet für mich, einmal tief am Steg durchzuatmen und auf Wiedersehen zu sagen. Gerne wären wir an diesem Tag nach Baden gegangen, doch das Wetter sollte nicht mitspielen. Die Reise ging also weiter. Und was sagst du dazu, dass wir den leckeren Radler nicht kaufen durften? Ja, muss man halt bis 10 Uhr warten, bis man wieder was Alkohol trinken darf. Und bis 3 darf man heute nur kaufen. Von 10 bis 3 am Sonntag. Ja. Und unter der Woche bis 8. Luxus. So, wir sind jetzt am Kreuzberg angekommen, bevor wir nach Lettland fahren. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier aussieht, weil das ist ein Ort in Litauen, wo ich noch gar nicht war. Ein Ort, an dem sich Glaube, Liebe und Hoffnung treffen. Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Leute damit, Kreuze auf dem Hügel aufzustellen. Sie wollten verstorbenen Menschen gedenken und Gott auf diese Weise um Gesundheit und ein langes Leben bitten. Der Ort wurde zwar oftmals zerstört, aber immer wieder zum Leben erweckt. Es ist ein Symbol des litauischen Freiheitsdranges und zieht Menschen aus aller Welt her. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Kreuze hier mittlerweile sind, aber auch wir haben eins mitgebracht, um es aufzuhängen. Und was sagst du? Schön hier. Beeindruckend, gell?
Navi führt uns zu schönen Straßen hier in der Natur. Lettland. Tatsächlich haben wir vom Berg der Kreuze nur noch 40 Minuten bis zur Grenze benötigt. Bisher fahren wir täglich 2 bis 3 Stunden. Für mich ist es auch das erste Mal hier. Große Unterschiede zu Litauen kann ich noch nicht feststellen. Doch auch hier sind uns die Natur und die ersten Sehenswürdigkeiten direkt positiv aufgefallen. Für den Rest des Tages wollten wir einfach die Zeit am Van genießen und in die Natur Lettlands eintauchen. Wir sind jetzt hier an dem Stellplatz und machen uns jetzt Essen fertig. Ich habe schon da die Hängematte hingehangen. Ich räume ein bisschen auf. Caro räumt auf und kochen gleich diese leckeren geräucherten Würstchen. Lecker Würstchen. Werden jetzt gekocht. Sieht aus wie so ein Koch. Ich bin auch einfach. Ist gerade ein bisschen am Tropfen. Aber passt uns gerade nicht. Deswegen bauen wir auch ab. Geht es so einfach? Ja. Einfach sagen, es passt nicht. Das ist Freiheit. Absolut. Somit konnten wir diesen perfekten Tag an diesem traumhaft ruhigen See ausklingen lassen. Naja, sagen wir vielleicht fast perfekten, denn dann passierte das. Henry hat aus Versehen den falschen Knopf auf der Drohne gedrückt. Und jetzt Nicht erschrecken. hängt die Drohne oben in der Baumkrone. Ich hoffe, das geht gut aus, ey. Siehst du sie? Oh. Hast du sie schon? Oh mein Gott, da! Wuhu! So weit. Wie viele Meter sind das bitte? Ach du Scheiße. Die jetzt zu, die Drohne, damit ich 2 Hände frei habe. Die mache ich bei mir in die Tasche. Zum Glück ist das eine Mini. Die passt nämlich in jede Tasche. Oh, aber jetzt pass auf. Oh Gott, ich kann es nicht sehen, ey. Zum Glück war ich als Kind auf Klettern. Das war auch die einzige Sache, die mich hier beruhigt hat. Hast gesehen, wie ich da hochgegangen bin? Du bist anders hochgesprintet. Du Kletteraffe. Yay! Er ist wieder unten. Wo bist du? Da. Und? Wie war's da oben? Ja, war hoch. Zeig sie, wo ist sie? Hier. Sie lebt. Alles ist noch ganz. Die hat einfach nicht weiter gedreht, um die Motoren nicht kaputt zu machen, vermute ich. Werde aber trotzdem jetzt gleich mal testen. Drückt mir die Daumen. Also Henry hatte gerade geschaut, die Drohne startet scheinbar noch. Wuhu! Es wird also noch schöne Aufnahmen geben. Bist du fertig, oder was? Ja. Henry kämpft mit den Mücken. Mit den Stechmücken, mit den normalen Mücken. Eigentlich haben wir hier alles gut eingesprüht, aber ja, wir sind halt im Wald und das Licht war an. Das sah gerade eben vor allem so witzig aus. Ich glaube, nicht, es ist vorbei. ich wusste nicht, ob er tanzt oder... Meinst du so? Ja. Es ist vorbei, Schatz.
Ist vorbei. Wir haben es überlebt. Uhu. Ich glaube, wir müssen anderes Salz kaufen. Und jetzt sagst du, Gummistiefel aus, oder nicht? Ja, würde ich schon sagen. Ich würde die dann so hinlegen. Ja, aber so vielleicht eins in eins, damit auch nichts reinkrabbelt. Tag 5 und zum ersten Mal haben wir unser Kajak ausgepackt. Es hat zwar ein bisschen getröpfelt, doch wir konnten es einfach nicht mehr abwarten. Erst vor kurzem hatten wir es online gebraucht gekauft und daher noch nie benutzt. Dieser verlassene, unglaublich ruhige See schien perfekt für unsere erste Fahrt. So, wir sind jetzt draußen auf dem See mit dem Kajak. Ich muss sagen, es ist schon richtig cool. Anstrengend, ich bin das nicht geübt. Aber ja, macht Spaß. Wir wollten eigentlich zu den Schwänen, aber die wollen irgendwie nicht zu uns. Da sind alles voller weiße Punkte. Alles Schwäne. Diese Ruhe einfach. Bitte lande die Drohne nicht auf meinen Kopf. Bitte immer ein bisschen Bammel, wenn er das mit der Hand macht. Ich kann das gar nicht angucken. Hast du sie? Ja. Wuhu. So, Drohne eingepackt und jetzt würde ich sagen, nichts wie back an Land, weil da hinten bahnt sich ein Gewitter an. Ich habe keine Lust, dann auf dem Wasser zu sein. Mal sehen, ob wir das schaffen. Henry wollte mir wohl ein bisschen Angst machen, aber wir haben es doch noch rechtzeitig zurück an Land geschafft. Unsere 7 Sachen haben wir direkt eingepackt und sind weitergedüst. Natürlich waren unsere Wettersorgen mal wieder nicht der Rede wert. Wir kennen das Spiel ja mittlerweile. So schnell der Regen gekommen ist, so schnell ist er auch wieder weg. Das kam ganz passend, denn auf unserem Weg raus aus dem Wald entdeckten wir noch ein paar coole Spots und immerhin einen zutraulichen Schwan. Übrigens war es gar nicht mal so kalt an diesem Tag. An Gewässern und im Wald wimmelt es jedoch vor Stechmücken. Der beste Schutz dagegen ist noch immer, sich anzuziehen und mit Mückenspray einzusprühen. Kennst du diese Filme, wo man überall so läuft und auf einmal sinken die Leute ein? Und ich fand das immer so krass. Und jetzt ist man selbst in so einem Gebiet. Das mit dem Einsinken probieren wir nicht, aber crazy. Henry konnte ich noch nicht ganz von meinen Mückenregeln überzeugen. Deswegen ging es wieder schnell raus aus der Sumpflandschaft und zur Abwechslung wieder in ein Städtchen. Unser Muster wird deutlich. Nach Natur brauchen wir wieder ein bisschen Stadt. Hierfür schmeißen wir uns dann noch ein bisschen in Schale. Wir sind jetzt in Jurmala City. Jurmala wurde uns vor unserer Reise von vielen empfohlen. Kein Wunder, auch dieser Ort verzaubert mit ganz viel Charme. An jeder Ecke lassen sich auffallende Holzhäuser oder Gebäude entdecken. Dahinter verbergen sich oftmals Restaurants, Boutiquen oder Ferienhäuser. Das Städtchen wirkt auf uns sehr ruhig. Es ist wohl auch ein beliebter Kurort im Baltikum. Lettisches Bier. Schlecker. Schlecker. Naja. Das ist echt gut. An den Arm hast du dich nicht eingesprüht. Doch, hast du doch gesehen. Schau mal hier, Handy total verstoffen. So was.
Ja, Bitte mehr einsprühen. nein, einfach Pulli anziehen. Ja, oder sich auch anziehen, wenn man im Wald ist. So, das ist unser Essen. Sieht schon mal ganz gut aus. Lassen wir es uns schmecken. Jurmala soll der exklusivste Badeort in der Sowjetunion gewesen sein. Nach dem Essen düsten wir deswegen direkt zum Strand. Auch wir waren sehr beeindruckt. Es wehte kein einziger Wind. Das Wasser war ruhig und flach. Noch nie so eine ruhige Ostsee erlebt. Ist echt ein bisschen verrückt, würde ich sagen. Richtig Kein angenehm, Wind. Kein Wind. Es ist früh morgens und wir sind schon auf den Beinen. Hier haben wir geschlafen. Waren schon Leute weg? Wir sind jetzt auf dem Weg zum nächsten Spot. Heute steht einiges auf dem Programm. Es dauerte nur ein paar Minuten und da linste schon die Sonne das erste Mal am Horizont hervor. Es war so, als wies sie uns den Weg zum Kämmery Nationalpark und damit zu eines der größten Moosmoore Lettlands. 5000 Quadratmetern, eine unglaubliche Anzahl kleiner Seen. Theoretisch betrachtet hätten wir unseren Wasservorrat auffüllen können. Dann nimmt man ein bisschen Moos und rinnt es aus, erhält man gefiltertes Wasser. Unser Highlight in diesem Nationalpark war definitiv der Blick von oben. Minuten entfernt von traumhafter Natur landeten wir wieder in einer Stadt. Man könnte sagen, von traumhafter Natur zur traumhaften Architektur. Denn laut Henry waren wir plötzlich in Paris. Oh, bonjour. Bonjour Paris. Ja, das Haus sieht aus wie Paris. Nicht Paris, aber Riga. In der Hauptstadt Lettlands waren wir. Und in der Tat, die Stadt verzauberte uns direkt mit den zahlreich schönen Gebäuden. In kaum einer anderen europäischen Großstadt soll es so viele und gut erhaltene Jugendstilgebäude zu bewundern geben wie hier. Dabei entstand Riga als Fischerdorf und im Mittelalter machten unter anderem Deutsche daraus einen Handelsort. Nach einem Frühstück auf einem Parkplatz direkt am Fluss machten wir uns auf Entdeckungstour. Wir schlenderten durch die Altstadt, welche übrigens auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Das Freiheitsdenkmal, die Petrikirche und das Schwarzhäupterhaus gehören neben der Altstadt zu wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zeig mal, was du gekauft hast. Ich habe die Kette gekauft. Henry Das hat ist Bernstein, das ist baltisches Gold. eine Bernsteinkette. Je nachdem, wo man ist es lettisches Gold oder Lithuanian Gold. So, unsere Ausbeute. Hier erstmal lettisches Bier. Wobei ich nicht weiß, ob alles aus Lettland ist. Aber das Bier ist traditionell. Dann hier ein paar Chips. Tatsächlich ähneln sich die Sachen schon sehr. Brot, bisschen Frikadellen, das hier. Meine Lieblingsfrischkäseregel, aber von einer anderen Marke. Henry hat sich auch mit Mohn welche geholt. Und ja, ein bisschen Champignons haben wir hier. Henry wollte unbedingt Pizza, jetzt bekommt er Pizza. Meinst du, wir haben die richtige Pizza gefunden? Ich habe ein Bild gezeigt und wird wahrscheinlich die Pizza auch kommen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man kein Englisch hat hier. Aber wir sind halt in einem anderen Land, die müssen sich jetzt nicht uns anpassen. Nee. Ich konnte tatsächlich ein wenig verstehen, die Sprache Lettisch und Litauisch ist schon ähnlich, aber nicht alles. So, wir warten jetzt auf die Pizza und halten regelmäßig Wache am Auto. Tatsächlich hätten wir jetzt einfach kurz unser Equipment einpacken können, weil das liegt jetzt gerade einfach nur so ja, auf dem Sitz und ist eigentlich nicht so gut. Wobei ich nicht weiß, ob die Leute aus dem Baltikum eher Auge auf unsere Kamera oder auf unseren Alkohol machen würden. Henry hat da hinten noch abgecheckt, was es gibt. Vielleicht leckeres Obst. Und?
gibt es Obst und Döner. Wassermelonen, Honigmelonen, Birnen. Boah, eigentlich müssten wir Birnen probieren hier. Ja, den Birnen habe ich auch gedacht. So, da ist die Pizza. Ich denke, Henry ist happy. Oh, lecker. Schmeckt? Nice. Und hier ist meine. Weißt du, was wir drauf machen können? Die Knoblauchsoße. Oh ja, cool. Finde ich cool. Ich habe keine Milch. Erstmal 2 Euro rein. Riga hatten wir nun hinter uns gelassen und auf dem Weg in den Norden gab es für uns noch einen Stopp im Gauja Nationalpark. Das Wetter war gut und wir wollten nochmal mit dem Kajak raus. Ich liebe es, mit dem Van so spontan sein zu können. Es ist auch unglaublich, wie viel wir an manchen Tagen unternehmen. Doch die Sommertage sind lang, die Entfernungen kurz und umgeben von der Natur fühlen wir uns so gut wie nie ausgelaugt. Viel eher ist es so, dass wir bei jedem Stopp wieder Energie tanken können. Feststellen konnten wir dies vor allem wieder beim nächsten Stellplatz. Wir schätzen es jeden Abend aufs Neue, unsere Nächte an solchen tollen Orten verbringen zu können. Wildcampen wird in allen 3 Ländern toleriert. Man merkt, dass die Leute das hier sehr schätzen und jeden Ort so hinterlassen, wie sie ihn auch vorgefunden haben. Henry und ich sind hier jetzt an einem richtig coolen Stellplatz direkt am Meer. Und es ist so Hammer. Und wir sind direkt am Strand gestürmt, um zu schauen, ob es hier ein bisschen Bernstein gibt. Und tatsächlich sind wir schon ein bisschen fündig geworden. Bernstein. Bisher hat er auf unserer Reise eine große Rolle gespielt. Aber wie Henry schon sagte, es ist das baltische Gold. Dieses versteinerte fossile Baumharz gehört zu den ältesten, begehrtesten Edelsteinen der Welt. Nicht nur, weil er sich super als Schmuckstein macht, sondern auch, weil er als Heilmittel gilt. Mit viel Glück kann man ihn bei einem Strandspaziergang finden. Das ist die Situation gerade hier. Wir haben eben hier drinnen gekocht, weil draußen ist es halt sehr windig und es war auch schon dunkel, weil wir den Sonnenuntergang genossen haben. Ja, und deswegen haben wir auch hier eine Küche drin, um die auch zu nutzen. Ja. Tag 7. Mehr als die Hälfte der Zeit ist nun um. Ich blicke auf zahlreiche tolle Augenblicke zurück und freue mich nun auf die kommenden Tage. Wir lernen ein weiteres Land kennen und werden sicherlich weitere tolle Stellplätze entdecken. Ich hoffe, dass die Sonnenuntergänge genauso schön sein werden wie dieser hier gestern. Dass wir zusammen den Countdown runterzählen und mit Dankbarkeit für jeden weiteren gelungenen Tag zu Bett gehen werden. Mit Meeresrauschen werden wir einschlafen und auch wieder aufwachen. Gefühle von Dankbarkeit und Glück werden uns stets begleiten. Heute ist wieder Duschtag. Ja, aber nicht hier, an der Tankstelle. Nee, aber was machen wir hier? Wir füllen jetzt unsere Wasservorräte auf. Los geht's. Wir haben nämlich hier die 3 Kanister für Frischwasser und vorne unter der Spüle haben wir auch noch einen ganz großen, ich glaube das ist ein 50 Liter Kanister, Frischwasser und 50 Liter Abwasser, da läuft dann das Wasser rein. Und ja genau, die 3 mache ich jetzt voll. Ich habe da hinten nämlich Wasser gesehen. So, Udens gleich Wasser, wahrscheinlich. Wir haben uns eben einen Kaffee geholt und Circle K, das ist so eine Tankstelle im Baltikum, und da gibt es Sirup, den man sich selber reinmachen kann, Vanille, Chocolate, Haselnuss, und dann war da ein Sirup mit Mango Pepperoni, den habe ich 2 Spritzer reingemacht, schmeckt mega nice, einfach mal ein bisschen die Alternativen ausprobieren.
So, das ist unsere Dusche. Wir haben hier einmal einen Saugnapf, um die Brause festzumachen. Dann den Wasserkanister. Das hier ist der An- und Ausschalter. Und da drinne verbirgt sich dann die Pumpe. Also relativ easy. Lackierer, du bist Koch, du bist Fahrer, du bist Arzt. Habe ich Arzt schon gesagt? Du bist Arzt und du bist Psychologe und Seelsorger. Wie machst denn du das alles so? Und du bist dann auch noch mein Freund. Das ist irgendwie verrückt. Sauber wieder. Bevor meine Haare fliegen. Oh, da ist schon aufgekratzt, das sehe ich. Da auch. Nein, das ist aufgegangen. Ja, genau. Hier auch noch. Warte, lass mich das hier fertig machen. Hallo, Estland, wir sind bereit für dich. So, Sachen packen und ab. Henry möchte dahin. Was ich da aber Und ich nicht. Ja. okay, ja. Bist du bereit, hoch hinaufzusteigen? Sobald wir in das nächste Land einfahren, beginne ich nach Parallelen, aber auch nach Unterschieden zu suchen. Das ist natürlich gar nicht so leicht. Alle 3 Länder sind ähnlich und doch irgendwie verschieden. Estland wirkt im Vergleich zu Lettland auf den ersten Blick etwas moderner. Grundsätzlich fühlt sich das Land auch sehr mit Finnland verbunden und dessen Einflüsse kann man hier auch feststellen. Wir sind hier am Strand von Pärnu. Sagen, richtig chillig. Ja, Mal ein paar Stunden verbringen. ihr könnt auch jetzt schlafen und essen. Beides zusammen. Für Schlafen war jetzt gerade noch nicht der passende Augenblick, doch Essen war eine gute Idee. So konnten wir auch einen Blick in die Innenstadt von Pärnu werfen. Lass es dir schmecken. Vielen Dank. Pärnu zählt wohl zu Estlands wichtigsten Ferienziel. Die Atmosphäre hier ist äußerst gelassen. Das ist mit Sicherheit ein guter Grund für Touristen herzukommen. Die Innenstadt wirkt romantisch elegant. Die weißen Sandstrände und die ruhige Ostsee bieten perfekte Voraussetzungen für einen Familienurlaub. Die schöne Strandpromenade ist ideal zum Spazierengehen oder Radfahren. Angeblich soll hier auch die beste Sonne Estlands sein. Henry hat zum ersten Mal unseren Grill ausgepackt. Ja, zum ersten Mal auf dem Trip meinst du? Ja, zum ersten Mal auf dem Trip. Essen gehen ist ja ganz schön, es geht aber einfach nichts über eine Koch- oder Grill-Session direkt am Van. Ich liebe diese Wohnung auf 4 Rädern und auch wenn wir diesen Van nur gemietet haben, fühlen wir uns hier zu Hause. Unser 5-Sterne-Hotel mit Meerblick. So. Ja, gut machst du das. Was hast du denn da? Ich hab Duftsprühzeugs. Gegen Stechmücken. Haben wir extra? Extra selber zusammengestellt und gemischt. Ja. Aus Alkohol und Zitronella, Eukalyptus und mit heißem Wasser aufgegossen. irgendwie ein Ölzeugs. Ja, das Zitronella und Eukalyptus ist das Öl. Ja, nicht, dass sie denken, dass wir Zitronen da reingemacht haben. Nein. Ja, das Super. war's. So, wir werden jetzt schlafen gehen. Nice. Und
Genau, dann. Ciao. Tag 8 und ja, da liege ich, schlafend, während Henry sich dazu entschlossen hat, uns mal fix in den Norden Estlands zu bringen. Ich bekam davon nicht viel mit, aber die Route schien ganz schön zu sein. Gefrühstückt wurde an einem See in der Nähe des alten Rumo-Gefängnisses. Wir wollten dort die erste Tageshälfte verbringen und den Sommertag genießen. So, jetzt bist du im Knast angekommen und kriegst sogar Tickets für Knast. Fühlt sich an wie Ja. Festival. Nice Geschichte. Die hatte auch gerade noch einen Kampf mit einer Bremse. Oder Biene oder Wespe oder alles drei in einem. Auf jeden Fall haben die uns sogar verfolgt. Im Auto. Ich bin 90 km/h gefahren, damit die weg von der Scheibe fliegen. Ich glaube, wir haben was die wollen. Ein altes Sowjetgefängnis, welches zu einem Badesee transformiert wurde. Das Ganze war schon besonders, dennoch hatten wir bei unseren ersten Recherchen gedacht, dass es sich hierbei noch um einen Lost Place handelt. Doch im Gegenteil, der See war an diesem Tag gut gefüllt. Bei diesem Wetter aber auch zu Recht. Wir sind hier am Gefängnis, da hinten. Schau mal. Das Gefängnis ist halt hier mittendrin, statt nur dabei. Und es ist sehr warm heute. Wir gehen jetzt auf diesen Sandberg. Gucken uns das mal an. Bei den Temperatur eher schon Eis. Ich habe gehofft, es gibt Plombier mit Smarties, mein Lieblingseis, aber es gab Schoko mit Schokostückchen sogar. Auch nicht schlecht. Das gönnen wir uns dann jetzt mal. Ich kann noch hier in Circle K in die Tankstelle, ne? Das tanken. Nach einem Mittagessen im Van tauchten wir in die Stadt Tallinn ein, die Hauptstadt Estlands. Viele Jahre regierten hier scheinbar die Dänen. Aus diesem Grund sollen Städte in Dänemark der Stadt Tallinn architektonisch ähnlich sehen. Der Name Tallinn bedeutet wohl auch die dänische Stadt. Mehr über die Geschichte solcher Städte herauszufinden, ist für uns immer spannend. Schon ziemlich schnell konnten wir den mittelalterlichen Einfluss feststellen, der sich durch die halbe Stadt zog. So sehr hatten wir uns noch nie ins Mittelalter zurückversetzt gefühlt. Pflastersteingassen, schmale Häuser, Turmspitzen und mittelalterliche Stände sowie Restaurants. Die Hälfte der ursprünglich 4 Kilometer langen Stadtmauer steht auch heute noch und gehört natürlich auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einem großen Stadtspaziergang ging es für uns dann aber wieder raus aus der Stadt, zu unserem nächsten Schlafplatz. Es ist fast 10 Uhr und wir sind jetzt in Estland am nördlichsten Punkt angekommen. Und das ist so der Wendepunkt unserer Reise, würde ich mal sagen. Wow, Wendepunkt. Ab morgen geht's wieder in den Süden. So sieht's Zwar nicht so schnell, übermorgen schneller, aber ja. Ich eben geküsst am Meer. Doch, hab ich. Auf die Ja, aber Backe. das ist schon wieder länger her. Ja. Im Baltikum coole Stellplätze zu finden ist echt easy, aber vor allem in Estland muss ich sagen. Ich zeige euch mal kurz, wie so ein Stellplatz hier aussieht. Schmeckt's? Super lecker. Neue Lieblingschips, gell? Favorite. Chili and Lime. Wilde Kombi. Wir haben hier jetzt mal so einen Platz. Das ist so die Basic-Variante, muss ich sagen. Wir haben schon echt noch coolere Sachen gesehen, aber es ist wirklich an jeder Ecke
so einen Ofengrill zu finden. Der raucht hier übrigens auch noch. Kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Und ja, hier Das ist kostenlos wohlgemerkt. Bänke, genau, es ist kostenlos. Es wird alles von dem Forstverein hier ja, so hergerichtet. Ich finde das mega crazy. Meistens ist noch eine Feuerstelle dabei und ja, super oft auch einfach an Stränden und so, ne? Also mitten in der Natur an richtig geilen Plätzen. Wenn Henry Chips isst, dann esse ich jetzt auch. Und zwar meine Lieblingschips mit Öl. Was sagst du jetzt? Ist auch gut. Aber die sind besser. Beides gut. Was willst du uns damit sagen? Dass du mir Pasta drauf machen kannst. Putzt du schon deine Zähne? Ich dachte, wir gehen zusammen. Zwei Spritzer davon. Gut, dass wir das so gemacht haben, gell? Sparsam. Kann man auch zu Hause so machen. Gut, dass ihr hier nicht hereinkommt, ey. Bitches in the club. So können wir noch mehr rufen. Alle kommt, alle. Hör auf! Aber niedrig. Das geht schlecht gegen den vor. Warum flüstern wir, als ob das die stört? Ja. Ah! Schatz, freu dich so jetzt nicht so. Klar. Das ist schon Die freuen sich auch, wenn die meine Hand voll gestochen haben. Ja. Ja. Gleichberechtigung. Aber jetzt sollte der Bus frei sein. Gute Nacht. Bist du bereit, den nördlichsten Punkt des Baltikums zu entdecken? Ich bin bereit. Yay! Ohne Witz, die scheiß Bremsen in etwa gehen hier auf. Richtig abenteuerlich. Ich dachte, mit Sneaker wäre halt besser. Ja, dachte ich eigentlich auch. Deswegen sind die alle immer so schnell wieder zurückgekommen. Oh, Welle und ciao, Schuh ist nass. Aber nur der linke. Und da waren wir. Das ist der nördlichste Punkt Estlands und damit auch des Baltikums, die Landzunge Kurikari. Wie findest du den Camper? Den hier jetzt? Ja. Schon nicht schlecht. Also haben wir eine gute Wahl getroffen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall auch gut Stauraum, richtig schön ausgebaut, voll unser Stil. Wie wird denn der Platz genutzt so? Welcher Platz? Ja, da hinten der Schrank zum Beispiel. War klar, dass du den zeigen musst. Okay, ich zeige euch das jetzt mal kurz. Wir haben hier unsere ganzen Kulturbeutel und so Handtuch, Schlafsachen und bis hierhin alles mir und das ist für Henry. Aber ich finde, das ist gerecht verteilt, oder? Ist gerecht, oder? Ja, ist gerecht. Dafür bin ich halt auch schneller dann. Und ich hübsch. Ich feiere das, ich finde das eigentlich ganz cool so gelöst, dass man das Bett hier rausziehen kann und hier dann diese Sitzecke hat mit Tisch. Haben wir noch nicht gefrühstückt. Zeig mal, wie man das rauszieht. Das Bett.
Also das geht bis hierhin raus. Und dann kann man die Matratze, die da drauf liegt, runter machen, weil da liegen jetzt 2 drauf. Und dann hat man ein riesengroßes Bett. Cool. Über dem Fahrerhaus haben wir noch einen Bereich. Was machen wir da rein? Unsere ganzen Jacken, da sind auch Teppiche drin und auch hier der Sichtschutz. Also dieses Fach gefällt mir auch ganz gut. Ich habe vor allem am Anfang gar nicht gecheckt, dass das ein Fach ist. Richtig gut. Ja, ansonsten hier kommen die Sachen entgegen. Nein, aber eigentlich ist alles gut verstaut. Da sind Küchenutensilien oder? Ansonsten hier haben wir halt noch Besteck. Wir können hier auch die Lichter regulieren oder das Wasser. Und es kommt dann hier raus, aber ich glaube, wir brauchen neues Wasser. Ja. Ansonsten haben wir hier noch eine Menge Stauraum für Essen, unser Bier. Und hier ist auch noch Besteck, richtig schönes Besteck. Was für Besteck? Geschirr. Geschirr. Wo kühlen wir unsere Sachen? Ah, hier. Schon unser guter Kühlschrank. Der ist auch gerade sehr aktiv, weil die Sonne scheint. Und Wir haben nämlich was auf dem Dach. Solar. Ja, und selbst hier unter den Sitzen haben wir Stauraum. Hier haben wir einfach unsere Kisten und Rucksäcke drunter geschoben. Also an Stauraum wurde gedacht. Hier hat Henry auch gerade eben aufgeräumt. Noch mehr Stauraum. Klamottenkisten, eine Krimskramskiste, die wichtigen Gummistiefel, die waren echt nice. Was ist so in der Krimskramskiste? In der Krimskramskiste sind unsere Campingstühle drin. Die sind mega gut, weil die kann man so gut zusammenklappen. Dann ist da unser auch einklappbar, unser Grill drin. Und ja, so Spielsachen. Dusche, dann Fernglas, genau. Luftpumpe. Krimskrams, Camping-Krimskrams halt. Wo ist unser Tisch? Da ist unser Tisch, auch gut befestigt. Und ja, Wasser. Genau. Wasservorrat ist hier verstaut. Genau. Da hinten ist noch das Kajak. Das Graue unten. Schließe die Tore. Fahren jetzt weiter. Und somit ging es wieder Richtung Süden. Unsere Laune war super, das Wetter ein Traum. Wir entschlossen uns dazu, einen Strand zum Baden anzupeilen. 4 Tage waren es noch bis zum Ende unserer Reise und wir wollten diese in vollen Zügen genießen. 2 bis 3 Orte hatten wir noch auf unserer Liste stehen, die wir unbedingt besuchen wollten. Von Estland verabschiedeten wir uns an dieser Stelle. Dennoch sind wir uns sicher, dass wir wiederkommen werden, vor allem um noch den Westen des Landes zu sehen. Estland ist wundervoll und noch dazu der perfekte Ort für Camper. Wer Skandinavien liebt, der wird sich hier genauso wohlfühlen. Vielleicht ja sogar ein bisschen mehr, denn günstiger ist es hier auf jeden Fall auch. Im Supermarkt gab es kein Holz für uns. Wir wollen nämlich noch ein Feuer machen, aber auf Tankstellen hier ist immer Verlass. Hier gibt's Wasser, Holz, alles was gut. So, grüne oder gelbe? Ich weiß nicht. Meinst du, wir können denen sagen, wir haben 2 Säcke Holz geholt? Weil Ja, hier so an die Kasse. Kommen wir hier mal hoffentlich ein schönes Feuer heute hin. Was hat sie gesagt? die hat echt gar kein Wort geredet. Ab damit ins Auto! Ja. Pack ich das? Ja. Uah, Schwer? ja. So ist besser. Zurück in Lettland, jedoch noch ziemlich nah an der Grenze zu Estland, ging es nun das erste Mal auf dieser Reise ins Wasser. Unsere Freude konnte man uns definitiv ansehen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich in der Ostsee schwimmen war. Und so gern ich auch im Mittelmeer bin, die Ostsee ist und bleibt für mich etwas ganz Besonderes.
Was gibt's hier denn Gutes? Schaschlik. Schaschlik, richtig traditionell wieder hier, ne? So. Ah ja, das muss ich kurz schneiden. Aber das ist krass, gell? Kein einziger Mensch hier. Alles nur für uns. Da steht das Auto. Verrückt. Sweet Home Alabama. Ich brauche Gurt. Also ich brauche einen Gurt, sonst muss ich das halten, dann kann ich nicht bezupfen. So was. Willst du mir schenken? Ja. Gut, alle haben es gehört. Gestern haben wir den Abend noch in vollen Zügen genossen. Aufgeräumt wurde aus diesem Grund erst am Morgen. Natürlich haben wir auch unsere Spuren am Strand beseitigt, damit sich auch andere an diesem tollen Platz erfreuen können. Denn wie heißt es so schön, hinterlasse nichts außer Fußspuren. Anschließend nahmen wir uns nochmal etwas Zeit, um bewusst Meeresluft zu tanken. Wir mussten endgültig Abschied nehmen von der Ostsee und in diesem Moment gab es nur uns 3. Ein bisschen traurig war ich schon, doch ich freute mich darauf, die letzten 2 Tage in Litauen verbringen zu können. Auch Henry hatte die Tage davon gesprochen, dass er Litauen schon vermisst. Das Land, die Natur, die Leute, die Sprache, das Essen. Alles kommt ihm schon so vertraut vor und dabei begleitet er mich erst zum 2. Mal in mein Heimatland. Diese Gedanken und Gefühle von ihm berührten mein Herz. Aber guck mal, so einen kleinen wäre ganz süß für den Korb, oder? So einen kleinen, ne? Aber den dunklen oder den hellen? Ich hätte lieber den hellen. Ja. Spontan hatten wir erfahren, dass die Stadt Cēsis in Lettland ebenfalls sehr schön sein soll. Aus diesem Grund machten wir auch dort einen kleinen Halt. Wir lieben einfach die ganzen Gassen, alten Herrenhäuser und Holzvillen. Davon können wir uns einfach nicht satt sehen. Und neben mittelalterlichen Burgen sind diese fast in jeder Stadt des Baltikums zu finden. Der Ausflug in diese romantische Stadt war perfekt, um sich auf der Rückreise nach Litauen mal die Beine zu vertreten. Am frühen Abend kamen wir wieder in Litauen an und wurden direkt mit viel Sonnenschein in Sarajevo begrüßt. Obwohl wir hier nur wegen der außergewöhnlichen Plattform stoppten, hatte der Ort noch viel mehr zu bieten. Allein hier in der Gegend soll es um die 300 Seen geben, die zum Baden oder auch zum Wassersport einladen. Nach unserer heutigen Fahrt war uns aber nicht nach Baden zumute, sondern nach Essen. Wir fuhren bis Ignalina und aßen dort in einem traditionell litauischen Restaurant. Lebensmittelpreise im Supermarkt unterscheiden sich kaum zu Deutschland, doch lecker essen gehen ist meistens günstiger als bei uns. Souvenire. Eigentlich sind wir in das Restaurant gekommen, weil wir gehört haben, beziehungsweise ich habe gelesen, dass diese traditionellen litauischen Baumkuchen dort hergestellt werden. Aber war jetzt heute leider nicht der Fall, aber dafür haben wir sie mitgenommen. Der Teig vom traditionellen Chakortis wird auf einem Drehspieß über offenem Feuer aufgetragen. Durch die Hitze sowie gekonnten Drehungen erhält der Baumkuchen seine Zapfen. Ich hoffe, diese Zubereitung irgendwann mal live sehen zu können. Die vergangene Nacht verbrachten wir an einem See nicht weit vom Turm Labanoras. Ein öffentlicher Campingplatz mit viel feierlustigen Litauern. Für uns ging es zwar direkt ins Bett, aber Henry hätte gern mit dem ein oder anderen hier ein paar Wörter gewechselt. Die nächste Gelegenheit dafür sollte jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Mit Nüssen, das ist mit Chili sogar. Čia lazdynų riešutai ir kokios? Šitos?
Šitos valgyk tu mano. Partavosi jaunikė, vis vien neatiduosi mergos. Aš supranti šitą. Supranti? Palauk, mes tave kaip importavo, tai atgal grąžinsim. Alle Frauen in Litauen auf der Drehstule kaufen. Wollen wir alle was schenken am Stand, weil ich so süß litauisch rede. Ja. Es ging wieder weiter für uns. Die dritte Hauptstadt und damit auch die letzte stand auf dem heutigen Programm. Vilnius, das Herz von Litauen, wegen seiner vielen Kirchen auch Rom des Nordens genannt. Gotik, Renaissance, aber vor allem Barock prägen das Stadtbild. Vilnius hat aber auch eine moderne Seite. Viele internationale technische Startups siedeln hier. Auch das bekannte Vinted hat hier seinen Ursprung. Aber nicht nur Unternehmen machen Vilnius so international, sondern auch die Einwohner. Mittlerweile dürften sogar einige deutsche Studenten ihren Weg in die Stadt gefunden haben, vor allem wegen der Möglichkeit, Medizin zu studieren. Unser Stadtausflug startete mit dem Aufstieg zum Gediminas-Turm, welcher von Großfürst Gediminas erbaut wurde. In diesem kleinen Turm wird die gesamte Geschichte von Vilnius und Litauen abgebildet. Doch mein historisches Lieblingsereignis bleibt der Baltische Weg, eine 600 Kilometer lange Menschenkette durch Litauen, Lettland und Estland. 1989 bildeten Hunderttausende Menschen diese, um für ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion zu demonstrieren. Der Ausgangspunkt des sogenannten Baltischen Weges war damals der Kathedralenplatz. Genau hier ist der Baltische Weg gestartet. Weißt du, was der Bukvas heißt? Nein, Ist noch nicht in deinem litauischen Wortschatz. nein, Wunder heißt das. Wunder. Wir gehen jetzt was essen. Guck, wie cool die Sonne da so durchscheint. Das ist der Marktplatz. Kathedrale. Der Marktplatz hier. Das ist doch kein Marktplatz. Irgendein Platz. Der Platz der Kathedrale. Ah, Jetzt weißt du Bescheid. Die Altstadt verzaubert mit ihren Gässchen. Seit dem Jahr 1994 gehört sie selbstverständlich auch zum Weltkulturerbe der UNESCO und soll eine der größten Altstädte Europas sein. In manchen Hinterhöfen wurden sogar schon spannende Netflix-Serien gedreht. Immer wenn ich hier bin, genieße ich die Atmosphäre dieses Stadtviertels. Ich sehe anders aus wie du. Ich bin so happy. Ich habe überall nach so einem Shirtkleid gesucht, schon bestimmt 2 Jahre. Und jetzt habe ich endlich eins. Mein Lieblingsviertel ist jedoch Užupis, welches 1997 als Freie Republik ausgerufen worden ist. Früher war diese Gegend das jüdische Wohnviertel. Mit dem Zweiten Weltkrieg und den grausamen Taten war die Gegend dem Verfall ausgesetzt. Erst nach Litauens Unabhängigkeit wandelte sich der Stadtteil langsam in ein Künstlerviertel. Hier kommen Leute her, um die Zeit am Fluss zu genießen, kreativ zu werden und vor allem glücklich zu sein. Was uns heute noch glücklich machen sollte, war eine Sauna. Immer mal wieder hatten wir auf unserer Reise darüber gesprochen, wie toll ein Saunaerlebnis noch wäre. Wie gut, dass sehr viele Campingplätze im Baltikum diesen Wunsch erfüllen können. Nicht weit von Vilnius in Trakai verbrachten wir unseren letzten Abend. Und
Wie fandest du es auf dem Campingplatz? Ich fand es hier super, letzte Nacht hier auf dem Campingplatz verbracht. Man konnte einfach mal wieder so ein paar Minuten länger duschen, warm duschen, sich frisch machen für die Abfahrt und ja. Wir bringen jetzt noch die letzte Zeit in Trakai und dann geht's ab auf Heimreise. Wo sind wir? Trakai. Dein Lieblingswort. Das ist Trakai ist für mich so ein Wort wie ach ja. Trakai. Ach ja, Trakai, wohl eins der beliebtesten Ausflugsziele in Litauen. Sobald man die prächtige Burg in der traumhaft schönen Seelandschaft sieht, versteht man auch, wieso. Der Herr zieht sich schon aus. Ist hot in here. Ist hot. Ich habe jetzt auch meinen Badeanzug angezogen, weil vielleicht springen wir doch noch mal ins Wasser. Für uns war klar, wir möchten zum Abschluss dieser Reise nochmal unser Kajak auspacken. Wir wollen uns darin treiben lassen und den schönen Blick auf die mittelalterliche Burg genießen. Hätten wir kein eigenes dabei gehabt, dann hätten wir uns ein Boot beim Bootsverleih gemietet. Denn das ist das Beste, was man bei diesem Wetter machen kann. War super Entscheidung, das Boot zu kaufen. Warm. War. Ist wie es ist. Und wird auch so bleiben. Ich war schon oft hier, aber jetzt mit dem eigenen kleinen Boot auf diesem See zu sein und auf das Schloss zu blicken, das ist schon echt next level. Sauber. Das ist echt krass. Mega Ausblick, wow. Wenn ich reinspringe ins Wasser, denke ich mir so, oh, ich hoffe, ich hatte nichts in der Tasche. Jedes Mal. Und? Ich hatte, glaube ich, nichts. Oh, ein paar Spichler. Oh, warte, lass mich erstmal die Kamera wegmachen. Okay. Sehr gut machst du das. Die Häuser in Trakai erinnern noch an die ehemaligen Bewohner dieser Stadt. Auch die Küche mit dem traditionellen Gericht Kibuney macht Trakai so authentisch. Zu entdecken gibt es also auch in diesem Städtchen einiges und vor allem viele Souvenirs. I was like thinking maybe like Alexei wants to choose a song they had. Yeah. Instead of the Kip, because in Kip, Nein. And also the neck. Mit seinen Ich komme mit anders viel Touri-Souvenirs. Alex? Brauche ich, ne? Ja, brauch. Brausch. Fleisch. Zeig mal drinnen. Fleisch. Und das ist ein Kibinas. Mit unterschiedlichen Füllungen verdrehen diese den Besuchern hier den Kopf. Damit gestärkt machten wir uns auf den Weg zum letzten Programmpunkt. Es ist, als würden wir zwischen den Jahrhunderten springen. Gerade noch vom Mittelalter umgeben, tauchten wir plötzlich ins 18. oder 19., vielleicht auch ins 20. Jahrhundert ein. Denn unser Weg führte uns nach Rumšiškės, zum größten Freilichtmuseum Europas. Leider waren wir spät dran und hatten keine Möglichkeit mehr in die Häuser zu blicken. Doch allein schon der Spaziergang durch den riesigen Park war diesen Stopp schon wert. Die Gebäude hier wurden aus verschiedenen Regionen Litauens zusammengetragen und in diesem Museum wieder originalgetreu aufgebaut. Hier bekommt man mit sehr viel Liebe zum Detail das frühere Leben in den Dörfern von Litauen vermittelt. Bauernhöfe von Arm und Reich, Schulen, Kirchen, Mühlen, Getreidelager. Der lange Wanderweg führt durch Wald und Feld und war für uns der perfekte Abschluss. Und? Also lohnt sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizukommen. Lohnt sich. Also ich finde, das ist so, man kann eigentlich überall so eine Produktion starten, sei es eine Filmproduktion oder Ja. eine Produktion.
Weil man kann auch alles fotografieren. Ja, leider ist halt jetzt alles geschlossen. Wir konnten Ab jetzt 18 nicht Uhr rein. kann man nicht in die Häuser. Ja, nächstes Mal müssen wir früher kommen. Dann können wir auch in die Häuser. Und da waren wir also, am Ende unserer Reise angelangt. Mit Erinnerungen im Gepäck, die uns keiner nehmen kann. Der Abschied von hier ist mir noch nie einfach gefallen. Diesen Ort zu verlassen, an dem sich alles richtig anfühlt. An dem mein Herz ein kleines bisschen schneller schlägt und meine Seele sich zu Hause fühlt. Meine Gedanken sind positiv und klar. Der Duft der Wälder liegt mir in der Nase. Ich sehe, wie die Sonne die unberührte Natur trifft. Die warmen Farben berühren meine Seele. Ein sanfter Ostseewind streift meine Haut. Meine Ohren nehmen Vogelgezwitscher, Meeresrauschen und deine Gitarrenklänge wahr. Mich durchströmt ein Gefühl von Lebendigkeit und ich weiß, dass es dir ähnlich geht. Versprich mir, wenn es mir irgendwann mal nicht gut geht, dann bring mich an diesen Ort, an meinen ganz persönlichen Sehnsuchtsort, das Baltikum.